Hi Leute, mein Name ist Marvin Klaus und ich bin Regisseur, Produzent und Editor hier in Los Angeles. Und wie ihr hört, spreche ich Deutsch, denn ich komme auch gebürtig aus Deutschland, Münster, meine Heimat. Ich bin vor circa 10 Jahren in die USA gezogen, weil ich an einem amerikanischen Film mitarbeiten wollte. Die großen Studioprojekte, die ich als Kind im Kino gesehen habe, das war immer mein Traum. Und als ich in Deutschland lebte, hatte ich immer das Gefühl, der deutsche Film entwickelt sich sehr schleppend. Wenn ich den Fernseher angemacht habe, liefen immer die gleichen Krimis, ich habe immer die gleichen Gesichter gesehen. Das kennt ihr bestimmt auch. Und ich glaube, das hat mehrere Gründe. Denn in Deutschland grundsätzlich ist der Film immer noch als Kunst gesehen und nicht als profitables Medium. In den USA werden Filme grundsätzlich als Investment behandelt. Das heißt, Leute investieren ihr eigenes Geld oder Studios und hoffen, dass man dann Geld zurückmacht, wie im Grunde auch Aktien. Und genau aus diesem Grunde seht ihr mittlerweile auch ständig diese Franchise-Movies. Und ich glaube, Hollywood ist so ein bisschen an so einem Punkt gelangt, wo nichts Neues mehr kommt. Und was ich momentan sehe, was passiert, ist, dass immer mehr internationale Filme vorankommen und mittlerweile auch die Oscars den internationalen Film als Main Category sehen, also Best Picture, so wie gerade auch unser deutscher Film All Quiet on the Western Front den Oscar gewonnen hat. Und ich glaube, das hat was damit zu tun mit den Streaming-Plattforms, die jetzt auch international aufgestellt sind. Und ich finde, diesen Umbruch in der Filmbranche ist extrem wichtig, aber auch interessant. Denn wir sehen immer mehr zum Beispiel koreanische Filme, die ich vorher noch nie gesehen habe, ich selbst. Und genau da geht Deutschland eben halt auch hin. Wir haben die größte Bevölkerung in Europa, demnach haben wir eine riesen Zielgruppe, allerdings geht es nicht weiter von da aus. Viele Distributor, das heißt die Firmen, die Filme voranbringen, international, aber auch national, können den Film schlecht vermarkten, weil es in deutsche Sprache ist oder weil sich Leute grundsätzlich einfach nicht dafür interessieren. Und ich glaube, das muss geändert werden, denn Deutschland hat unglaublich viele talentierte, hungrige Filmemacher, die ihr Talent zeigen wollen und nicht unbedingt, wie ich zum Beispiel, immer in die USA ziehen wollen, um etwas zu erreichen. Also wir haben diese ganzen talentierten Filmemacher, allerdings gibt es immer noch ein Problem und das ist das Geld. In den Committees, die Leute, die Entscheidung treffen, wo das Geld hingeht, immer für die gleichen Filme voten. Das bedeutet, die gleichen Filme, die gleichen Stories und die gleichen Gesichter werden über und über produziert. Ich glaube, Deutschland hat neuere, frische Ideen.